Hallo ihr Lieben, willkommen bei So halt. Auf Zucker zu verzichten, sich gesund und bewusst zu ernähren und trotzdem den vollen Süßkram-Geschmack von Kuchen über Mousse, Schokolade und so weiter zu erleben. Da habe ich jetzt einen Weg für mich gefunden und bei meiner ganzen Recherche bin ich auf die Firma More Nutrition gestoßen und ich bin jetzt rückblickend, 3 Wochen mache ich das jetzt schon ungefähr und habe sehr, sehr viel ausprobiert. Rückblickend bin ich einfach nur so froh und habe mich gefragt, warum ich nicht schon viel früher in meinem Leben darauf gekommen bin, mir meine Kuchen und Desserts damit zu verfeinern. Aber jetzt gehen wir mal tiefer in die Materie und ich erzähle euch ein bisschen mehr über die Produkte, die es da gibt. Ich werde dir was über das Totalprotein erzählen, über die Chunky Flavors und ich möchte dir ein paar tolle Rezepte zeigen und auch noch ein paar Rezeptideen mitgeben. Raffaello-Bälle, Rhabarberkuchen, Schoko-Brownies, Eiskaffee und noch viele mehr. Wenn dich das alles interessiert, dann bleib dran. Auf seinen Körper und seine Ernährung zu achten hat natürlich immer den Beigeschmack, dass man auf Schokolade und dergleichen verzichten muss, was mir persönlich am allerschwersten fällt. Und ich bin auch so ein Kuchenliebhaber und Eis und Sahne und Süßzeug. Auch wenn ich jetzt süße Getränke nicht so sehr mag, mag ich aber wirklich so Kuchenzeugs schon sehr, sehr gerne. Und das fällt mir immer sehr schwer. Ich trainiere in letzter Zeit sehr viel und möchte natürlich dabei auch nicht, dass meine Muskelmasse schrumpft. Das wäre einfach immer negativ. Muskeln sollen erhalten bleiben, aber deswegen möchte ich noch lange kein Bodybuilder sein und das werde ich aber auch mit diesem Ernährungsstil, den ich jetzt mache, auch niemals schaffen. Also da brauchst du keine Angst haben, dass du dann so zulegst. Ist natürlich auch immer eine Frage der Menge. Wenn man den Tagesbedarf von Protein überschreitet, kann es schon zur Gewichtszunahme kommen. Wenn du dich in deinen Maßen hältst, was ich immer tue, trotz diesem ganzen leckeren Zeugs, das ich dir jetzt gleich zeige, da passiert überhaupt nichts. Also bei meiner Recherche bin ich auf die Chunky Flavors gestoßen von More Nutrition und habe, danke nochmal, ein Testpaket bekommen. Das sind alles so Pröbchen, die sind auch alle schon offen, deswegen habe ich die mit einem Clipper hier zusammen und ich habe mich hier einmal komplett durchgetestet und schon mal vorweggenommen, jedes der Chunky Flavors war geil. Auch wenn es hier welche gab, sowas wie Erdbeer-Sahne-Bonbon, wo ich mir zuerst dachte, das ist irgendwie bestimmt nicht meins, das ist viel zu süß. Also ich mag schon süße Leckereien, aber so ganz pappig süßes Zeug mag ich nicht. Aber das hier hat mir die Schuhe ausgezogen und warum erzähle ich euch auch gleich noch, wenn ich zu den Rezepten komme. Also hier hat mich bisher alles umgehauen. Meine Favoriten nenne ich dir nachher auch gleich noch und die Rezepte, die man damit machen kann. Ich habe jetzt hier auch noch 2, die ich noch gar nicht probiert habe. Himbeerjoghurt und Creamy Peach. Die werden demnächst noch folgen. Aber was sind jetzt Chunky Flavors? Chunky Flavors sind geschmackliche Aromastoffe, die du dir zum Beispiel in den Quark, in den Joghurt einrühren kannst, aber natürlich auch beim Backen verwenden kannst, was ich dann auch gemacht habe. Und das ist Bombe. Das funktioniert genial. Du kannst dir also quasi einfach in dein Dessert, welches auch immer, einen Geschmack reinholen, der aber hier auch gar nicht künstlich schmeckt. Also ich persönlich fand es einfach nur geil. Es erinnert an gekaufte Süßigkeiten. Jedes einzelne erinnert an irgendwas. Zum Beispiel eins meiner absoluten Highlights ist das White Choc Coconut und das erinnert einfach an Raffaello. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht blöd, den Namen hier zu nennen, aber ich muss es machen, weil das schmeckt einfach so und das ist geil. Dann haben wir, manche sagen, dass Puddingcreme sie sehr stark an Creme Brûlée erinnert. Ja, das kann ich nachvollziehen, kann ich jetzt aber so nicht hundertprozentig bestätigen. Vielleicht habe ich dafür auch zu wenig genommen. Erdbeer-Sahne-Bonbon. Ich sag's euch, das ist einfach nur Yogurette. Vor allen Dingen, wenn man es noch mit Schokolade paart. Ich nehme da natürlich nicht übermäßig viel Schokolade, denn dann würde ich den gesunden Effekt wieder wegmachen. Sondern ich rühre mir einen Teelöffel, also 3 Gramm, einen Messlöffel kannst du nehmen, in eine Portion Skyr oder Quark mit rein. Und dann nur so ein bisschen Kakaopulver oben drüber. Oder was auch geil ist, sind die Zartbitter-Schokoraspeln. Ganz wenig nur. Und du kriegst so ein Yogurette-Flavor, dass es dir zur Schuhe auszieht. Ohne Schmarrn. Dann haben wir Schokolade Vollmilch. Ja, es schmeckt schokoladig. Das hat mir im Quark nicht ganz gut gefallen, weil natürlich, also es bleibt so ein bisschen
Hintergeschmack vom Quark bleibt übrig, aber im Kuchen ist es bombastisch. Ich backe auch mit sehr wenig Mehl und ohne Zucker zurzeit nur noch. Und dann ist immer ein bisschen Skier mit drin und Ei natürlich. Und das dann dazu, Bombe. Schokolade Kokosnuss, Chunky Flavor, erinnert einfach an Bounty. Das ist geil. Auch im Quark oder im Skier eingerührt, schmeckt es wie Bounty. Kannst dir noch ein paar Schokosraspeln oben drüber tun, Schokoraspeln oder dann vielleicht auch noch ein bisschen Kakao. Und dann hast du einfach ein Bounty in der Schüssel. Und Keks mit Keksstücken, auch einer meiner absoluten Chunky Flavor Favoriten. Schmeckt wie Keks. Hier ist ein Oreo abgebildet. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass es wirklich nach Oreo schmeckt. Vielleicht müsste man das dann auch mit Kakao kombinieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber es schmeckt einfach nach Keks aus der Schüssel. Auch da könnte ich mir vorstellen, ist es bestimmt auch geil, wenn du einen Keks nimmst und den so ein bisschen drüber bröselst über deine Joghurtschüssel. Und dann ist das ein Geschmackserlebnis vom anderen Stern. Die Chunky Flavors haben so gut wie keine Kalorien. Ein Messlöffel 3 Gramm, was du für eine Portion brauchst, hat auch 0 Punkte nach Weight Watchers. 3 Gramm haben 9 Kalorien, 0,1 Gramm Fett, Kohlenhydrate, 0,9 Gramm Eiweiß, 0,06 Ballaststoffe, 1,4. Besonders daran ist jetzt auch noch, dass es den Quark oder die Milchprodukte im Allgemeinen verträglicher macht, weil es Laktase enthält. Also die Laktose, die in den Milchprodukten drin ist, wird neutralisiert und es ist einfach dann besser verträglich. Es ist auch mit Süßungsmitteln versetzt, das heißt, es macht deinen Joghurt oder dein Dessert, wo du es dir auch anrührst, macht es süßer und das finde ich auch geil, aber nicht zu schlimm. Also mit einem Löffel auf eine Portion perfekt. Also das waren die Chunky Flavors und das war der Grund, warum ich auf More Nutrition gestoßen bin und ich bin begeistert. Ich werde auf jeden Fall die alle nachbestellen, die ich dir gerade gezeigt habe. Ich kann auf keins verzichten. Über was ich jetzt nicht im Speziellen gesprochen habe, ist Vanilla Dream und Puddingcreme. Beides eine super geile Basis für Kuchen, denn so ein Kuchen mit Vanillearoma ist schon einfach immer lecker. Und Puddingcreme ist immer geil, wenn du dir... Ja, für ein Skier auch, eigentlich für jedes Dessert oder wenn du dir mal einen Pfannkuchen machst und da willst du ein bisschen Puddingcreme mit rein haben. Aber auch für als Kuchentopping sehr, sehr gut geeignet. Wenn du so ein Biskuit machst und dann machst du so Puddingcreme oben drauf, rührst du ein Skier ein mit ein bisschen Sofortgelatine und dann Erdbeeren oben drauf, dann hast du so einen richtig geilen Erdbeerkuchen. Also das schmeckt einfach nach Pudding und das schmeckt nach purer Vanille und die beiden sind auch sehr geil. Also ich kann auf alle, die ich bisher probiert habe, nicht mehr verzichten. Die beiden habe ich noch nicht probiert, das habe ich dir gerade schon gezeigt. Deswegen keine Ahnung, ob sie auch solche Favoriten sind. Aber ich vermute es fast mal. Das White Chocolate Coconut habe ich mir dann auch einfach in den Skier eingerührt. Und dann ein bisschen gehackte Mandeln oben drüber und ein Amarettini zerstückelt oben drauf. Das schmeckt wie Raffaello aus dem Glas. Wenn du es noch ein bisschen reichhaltiger willst, kannst du noch einen Schuss Sahne oben drauf machen, also Sprühsahne. Ich möchte mich ja sehr gesund ernähren, deswegen reicht es dann auch schon. Also man braucht noch nicht viele Mandeln dafür. Jetzt kommen wir zu den Proteinpulvern. Die kann man nämlich sehr geil kombinieren, wenn man backen will. Also Proteinpulver, erstmal vorweg, was das ist, dann wie man es normalerweise verwendet und dann komme ich dazu, wie ich es verwendet habe und erzähle dir auch ein paar Rezepte. Also hier habe ich auch einige zum Durchprobieren zugeschickt bekommen. Das sind jetzt die noch übrigen und hier habe ich noch einen ganzen Stapel schon leere Proteinpulver und habe mich immens durchgetestet durch die ganzen Rezepte und ich muss sagen, Bombe. Alles, was ich damit gemacht habe, war fantastisch. Und dann habe ich jetzt aktuell noch Kuchen übrig. Die habe ich gestern gebacken. Das kann ich euch jetzt mal live zeigen. Alles andere gibt es als Video oder als Fotos. Und hier habe ich einen Schokoteig angefertigt. Die Basis besteht einfach nur aus Eiern, Zucchini, 40 Gramm Mehl. Darauf habe ich einige Brownies gebacken, da sind schon etliche gegessen worden. Und ich habe einen Schoko-Kirschkuchen gebacken. In diese Teigbasis, die ich gerade gesagt habe, kommt dann eben noch Proteinpulver rein. Da habe ich jetzt auf diese ganze Teigmenge 50 Gramm Proteinpulver genommen. Das sind 2 Messlöffel und nach Weight Watchers 2 Punkte. Das ist grandios. Proteinpulver macht den Teig schon fest. Es gibt so eine
Konsistenz, eine Festigkeit und es flufft auch auf, wenn man das schön aufrührt. Da habe ich das Schoko-Karamell-Proteinpulver genommen, also 2 Packungen. Bombe. Also das schmeckt wirklich schokoladig und lecker und ich habe noch einen Messlöffel von dem Schokovollmilch Chunky Flavor dazu und wir stehen auf dieses Schokozeug. Also es kriegt Schokoladenflavor, der echt ist und der wirklich lecker ist und das Ganze kann man auch noch machen mit Schokobrownie. Es schmeckt auch schokoladig, nur dass eben dieser Karamellgeschmack nicht drin ist. Beide Proteinpulver sind sehr, sehr geil. Das Proteinpulver, das kann man ja auch einfach trinken. Da habe ich eine Originalgröße, also das ist die kleine Portion mit 600 Gramm von Spaghetti-Eis. Kann ich nur empfehlen. Also es schmeckt so lecker. Es schmeckt nach Vanille-Milchshake mit Erdbeeren. Boah, Bombe. Da nimmst du einen Messlöffel auf einen Becher. Also so, das sind ungefähr 25 bis 30 Gramm. Und das shakest du mit Wasser auf. Das kann man bestimmt auch mit Milch machen. Hat man natürlich wieder mehr Protein und Fett und auch Kalorien. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ich shake das mit Wasser auf. Es wird fluffig, es wird schaumig und es schmeckt einfach Bombe. Also ich brauche dazu keine Milch. Das bleibt natürlich jedem selber überlassen. Hier hat eine Portion, die rechnet mit 50 Gramm. Also das sind 2 Messlöffel davon. Das ist das Doppelte, als ich genommen habe. 50 Gramm haben 2 Punkte und 2,2 Gramm Fett, 180 Kalorien, 37 Gramm Eiweiß und nur 2,8 Gramm Kohlenhydrate. Also es ist wirklich wenig Kohlenhydrate und wenig Zucker drin, nur 1,2 Gramm Zucker und das ist Bombe. Genau, das ist so die gewöhnliche Art, Proteinpulver zu sich zu nehmen. Einfach trinken und kann ich empfehlen. Schmeckt geil. Und wenn es mal richtig schnell gehen muss, dann ist es auch eine super Variante. Backen funktioniert, wie gesagt, auch super, super gut damit und es ersetzt einfach die Schokolade im Kuchen oder es ersetzt auch das Mehl zu großen Teilen, weil es eben so eine richtig schöne Konsistenz dem Ganzen gibt. Dann hatte ich von den Raffaello-Bällen gesprochen und da war die Basis Quark mit Vanilleeiscreme. Oh, lecker. Und in diese Vanilleeiscreme-Quarkmasse, die übrigens dann auch richtig fest wird, habe ich dann eben noch White Chocolate Coconut eingerührt. Das Ganze, eine Mandel rein und das Ganze in Kokosflocken gewälzt und das war wie Raffaello. Oh, lecker. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wenn man sich Bounty machen will, dass man einfach diese Vanilleeiscreme mit Quark anrührt, dann Schokolade-Kokosnuss dazu gibt und das Ganze in Kakaopulver wälzt. Das könnte, ja, oder auch in Kokosflocken. Bin ich jetzt hin und her gerissen, also das könnte dann auch sehr geil nach Bounty schmecken. Oh, und noch was Geiles habe ich zubereitet. Eiskaffee. Einfach mit dem Geschmack Eiskaffee. Den habe ich mit, ja, ich glaube, es war auch Quark, einfach mit Quark angerührt. Oder Skyr. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was ich genommen habe. Spielt keine Rolle. Wenn du Skyr nimmst, wird es ein bisschen cremiger. Wenn du Quark nimmst, wird es ein bisschen fester. Also ich würde wahrscheinlich an der Stelle auch Quark empfehlen. Das eben dann mit Quark angerührt und dann habe ich eine zweite Portion gemacht und habe Vanilleeiscreme mit Quark angerührt. Und dann das Ganze ab in eine Tasse. Oh, hatte ich so geilen Eiskaffee. Das schmeckt übrigens auch als reines Eiskaffee-Dessert super geil. Wenn du es als Dessertcreme machst, vielleicht noch kurz anfrieren, dass es so eine schöne Eiskonsistenz hat, dann ist das Bombe. Ja, das muss auch unbedingt nachgekauft werden. Bin ich immer auf der Suche und am Experimentieren für Low-Carb-Semmeln bzw. Brot und da habe ich aus dem geschmacksneutralen Pulver total geile Proteinsemmeln gemacht. Proteinpulver, also dieses hier, bisschen Mehl, nur Ei und Quark. Und ich hatte wirklich eine geile Semmel, die war riesig und hatte nach Weight Watchers auch nur 2 Punkte. Und dann kommen wir noch zu einer dritten Variante von den More Nutritions, nämlich die Every Workouts. Das trinkt man, ich habe da jetzt kein Rezept ausprobiert, also es schmeckt so ein bisschen nach Saft oder sowas, also als Saftersatz. Es ist so ein Workout-Drink, das gibt es auch oft im Fitnessstudio, so Getränke, die so schmecken. Da ist Koffein drin und Citrullin, Kreatin, Arginin, Theanin und Vitamin C und Kollagen. Also das ist alles, was du für ein erfolgreiches und wirklich ausdauerndes Workout brauchst. Wenn du mal etwas machst, was super anstrengend ist oder wenn du einen Tag hast, wo du nicht fit bist, trink vorher eins davon. Also da kommt eine Portion, das sind 35 Gramm, kommt einfach
in den Shaker vom Morning Nutrition gibt es dann auch zum Beispiel und es wird mit Wasser einfach aufgeshakt. Du kannst dich dadurch besser konzentrieren, du kannst dich besser fokussieren und dein Muskel wird genau mit dem versorgt, was er für ein erfolgreiches Training braucht, ohne auch müde oder schlapp zu werden. Du kannst also noch ein bisschen mehr leisten, als du es vielleicht mit einem müden Muskel könntest. Und hier gibt es geile Geschmacksrichtungen. Eine davon habe ich schon getrunken und das war Colafläschchen. Der Geruch ist schon mal original wie Colafläschchen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es schmeckt. Wow. Im ersten Moment merkt man nur Süße, dann merkt man das Saure, weil Colafläschchen sind ja auch sauer überzogen. Es prickelt ein bisschen und dann kommt der Cola-Geschmack. Das ist geil. Leute, das ist geil. Ich sag's euch. Bombe. Deswegen habe ich das ausprobiert, weil ich mir ja schon dachte, oh, kann das wirklich schmecken? Wird es nicht ein süßer Punch oder wie? Nein, es schmeckt einfach geil. Es schmeckt nach Colafläschchen, also süß und sauer zugleich. Du hast so diese saure Komponente auch irgendwie drin. Und es ist lecker. Also auch wenn du dir jetzt denkst, will man sowas wirklich trinken? Ja, probier's aus, das ist echt geil. Und was ich hier noch habe für Geschmäcker sind Holunder, Pina Colada, oh Mann, freue ich mich auch schon drauf, Sauerkirsche, Eistee Pfirsich, Mango Maracuja, Gummibärchen, das wird auch geil. Und das war hier das Cola-Fläschchen. Also wirklich bombige Empfehlung dafür. Aber es riecht wie Cola-Fläschchen auch. Ich will es gleich ausschlecken. Da ist Kollagen mit drin. Und zu dem Kollagen noch was kurz. Das wusste ich nicht, aber das habe ich dann nachgelesen, weil es mich interessiert hat, warum. Es reichert sich im Muskel an und versorgt den Muskel mit Sauerstoff und mit Wasser. Dadurch kann der Muskel, wenn er mehr Wasser speichern kann, dann kann er auch besser funktionieren. Ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber das ist, was ich mitgenommen habe, dass es auf jeden Fall gut ist, wenn sich Kollagen im Muskel anlagert oder ablagert. Und nochmal zum Ende zu sagen, zu diesen ganzen Sachen, wenn man das Ganze in Maßen zu sich nimmt, also jetzt nicht jeden Tag haufenweise von Proteinpulver oder Every Workouts, dann wird man davon auch nicht zunehmen. Proteinpulver würde ich sowieso nur zu mir nehmen, wenn ich mich bewege oder Sport mache. Ich mache jeden Tag in der Früh mein Workout oder wenn ich das nicht mache, dann gehe ich laufen am Abend. Dann ist das alles in Ordnung. Wenn du dich allerdings, wenn es mal so einen faulen Sonntag gibt und du dich nur auf der Couch befindest, dann würde ich auch an dem Tag auf Proteinpulver verzichten, denn du brauchst ja dann viel weniger. Aber wenn du auch eine Diät machst, zum Beispiel, ist es sehr, sehr wichtig, viel Protein zu dir zu nehmen, denn sonst kann es bei einer Diät sehr schnell passieren, dass der Körper die Muskeln abbaut. Also geht auch. Also die Muskeln kann man abnehmen. Und wenn die sich dann abbauen, dann im Umkehrschluss braucht dein Körper weniger Kalorien, das heißt, du kannst schlechter abnehmen. Die Muskeln müssen erhalten bleiben, weil die arbeiten, die brauchen Kalorien und die sorgen auch dafür, dass dir immer schön warm ist und dass dein Körper gestärkt ist. Also Muskeln sollte man nicht abbauen, auch nicht in einer Diät. Und ich bin auch kein Bodybuilder, also ich rede da jetzt nicht vom Bodybuilding, ich rede nur von gesunder Muskelmasse. Das war es jetzt hier von meinem Video und ich bin super begeistert von den Chunky Flavors, von den Proteinpulvern. Es ergänzt mein Essensverhalten ungemein und ich bin super froh, dass ich es kennengelernt habe. Ich hoffe, dass es dir Spaß gemacht hat, dass du ein paar Ideen vielleicht sammeln konntest, dass du auch mal Bock hast, das ein oder andere auszuprobieren. Ich habe einen Gutscheincode für dich rausgehandelt, damit sparst du 10%. Findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dich irgendein Rezept von denen, die ich jetzt hier im Schnelldurchlauf vorgestellt habe, wenn dich davon eins näher interessiert, dann schreib es mir in den Kommentaren. Ich kann es dann auch nochmal als extra Video abfilmen, wie du möchtest. Wenn dir solche Arten von Videos gefallen, dann einen Daumen nach oben für das Video. Lass mir ein Abo da, dann verpasst du kein weiteres Video von mir. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Tschüss!